Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema Vertrauen ist gut, Straßenkontrolle ist besser. Mein Name ist Elias Bernhard und ich arbeite für die Firma Vialytics. Vialytics hat sich seit 2017 die Aufgabe gestellt, Kommunen beim Thema Straßen zu unterstützen. Unsere Lösung umfasst dabei von der Streckenkontrolle über eine Straßenzustandserfassung bis hin zum Erhaltungsmanagement alles, was eine Kommune benötigt, um im Thema Straßenbau nachhaltig wirtschaften zu können. Und ich würde das Webinar gerne mit einer Frage beginnen, und zwar, wer von Ihnen besitzt eine Immobilie und wohnt auch darin? Klappt natürlich online super, so ganz ohne Feedback. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf Ihrer Seite des Bildschirms sicherlich die ein oder andere Hand nach oben geschnellt ist und da geht es Ihnen nicht anders wie vielen. Wenn wir uns mal den europäischen Vergleich anschauen, sind wir zwar in Deutschland mehr oder minder Schlusslicht, aber immerhin von über 37 Millionen Wohnungen sind 17,5 Millionen durch die Eigentümer selbst bewohnt. Und dann kennen Sie vielleicht auch die Situation. Ein schöner Wintermorgen, es hat frisch geschneit und Sie werden wach durch das Knarzen der Schneeschippe Ihres Nachbarn. Er macht alles richtig. Er befreit die Straße vor seiner eigenen Haustüre vom Schnee, um Mitbürger vor Schäden zu bewahren. Sie hingegen, Sie wissen, eigentlich müssten Sie es auch machen. Sie wägen vielleicht das Risiko ab, Sie sind noch ein bisschen müde, hätten eigentlich noch eine Stunde schlafen können und sagen, es wird schon nichts passieren. Sie drehen sich also um und schlafen beruhigt weiter. Und jetzt möchte ich Sie gerne einladen zu einem kleinen Gedankenexperiment. Was ist, wenn Sie nicht verantwortlich wären für ein Haus, sondern vielleicht für 150 Gebäude, 50 Straßen, 5 Parkanlagen, 10 Spielplätze oder auch 100.000 Quadratmeter Fußgängerzone? Dann bleibt die Frage, würden Sie immer noch liegen bleiben, das Risiko abwägen und sagen, na, wird schon nichts passieren? Ich glaube allerdings kaum. Und dann befinden Sie sich in der Situation wie Tausende von Mitarbeitenden in ganz Deutschland, die im Prinzip rund um die Uhr für ihre Kommune unterwegs sind, ihre Straßen, ihre Infrastruktur verkehrssicher zu halten. Im Dienste ihrer Mitbürger. Ja, und die Probleme werden eigentlich nicht weniger, die Probleme dieser Mitarbeiter. Die Probleme sind vollkommen klar, es sind immer mehr Aufgaben, mit denen die Mitarbeitenden betreut werden und es ist immer weniger Personal vorhanden. Und das alles unter diesem Oberbegriff der Verkehrssicherungspflicht. Was bedeutet Verkehrssicherungspflicht in dem Umfang? Im Prinzip bedeutet es nichts anderes, als dass die Kommune dazu verpflichtet ist, ihre Straßen sicher zu halten und ihre Mitbürger vor eventuellen Schäden zu schützen. Wenn es dann doch zu einem Unfall kommt, steht ganz schnell eine Klage im Raum und wer ist dann letzten Endes verantwortlich dafür? Die Kommune oder im schlimmsten Fall derjenige Mitarbeitende. Und er kann im schlimmsten Fall wirklich persönlich dafür haftbar gemacht werden. Und die Probleme werden in den kommenden Jahren nicht weniger. In den kommenden 10 Jahren wird jeder dritte Beamte in Rente gehen. Viele Kommunen haben das Problem. Personalmangel, Fachkräftemangel, sie bekommen keinen Nachwuchs mehr. Ich denke, auch dafür ist es sinnvoll zu sagen, jede Kommune hat auch ein Eigeninteresse zu sagen, man ist digital aufgestellt, man ist attraktiv als Arbeitgeber. Man schafft es, diesem Personalmangel entgegenzutreten. Weil die Probleme sind nach wie vor dieselben. Es gibt einfach ein gewisses Ungleichgewicht zwischen der Menge an Aufgaben und dem wenigen Personal. Und um genau dieses Problem anzugehen, haben wir von Vialytics die Lösung für Kommunen entwickelt. Quasi in kürzester Zeit die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. Es geht ums Thema entweder A, Schäden gar nicht erst entstehen zu lassen oder B, wenn Schäden entstanden sind, sie schnell zu entdecken, zu dokumentieren und bestenfalls schnellstmöglich beseitigen zu können. Den Personalmangel an sich können wir von Vialytics sicher nicht lösen. Aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass wir sagen, mit uns sparen Sie Zeit und können das Personal dort einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird. Nämlich in der Beseitigung der Schäden. Und deshalb ist auch unser Motto von Vialytics Prävention statt Reaktion. Soweit es geht, präventiv arbeiten, aber wenn reagiert werden muss, dann haben auch wir die passende Lösung dafür parat. Und wie sieht unsere Lösung aus? Wir ermöglichen es, Kommunen ihren Straßenzustand zu erfassen. Wir liefern auch die Hardware, modernste Smartphones mit unserer Vialytics-App und Sie sind jetzt in der Lage, flexibel Straßendaten aufzunehmen.
Flexibel bedeutet, die meisten Kunden nutzen unser System wirklich, um nach dem Winter eine Gesamterfassung ihres Straßennetzes zu machen, um zu sehen, welche Schäden sind neu entstanden, wo ist der Handlungsbedarf am größten. Wenn im Zuge des Sommers dann die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, nutzen Sie die Möglichkeit der flexiblen Aufnahme, um im Herbst nochmal ein Update zu bekommen, einmal über das gesamte Netz drüber zu fahren und zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze. Hat man den Zustand halten können, hat man ihn vielleicht verbessern können? Das ist natürlich unser Wunschgedanke. Und wenn wir von Flexibilität sprechen, sprechen wir von wirklicher Flexibilität. Es geht nicht nur darum, das Gesamtnetz vielleicht zu erfassen, sondern wenn Sie wissen, beispielsweise die Telekom hat Leitungsträgerarbeiten vor, will nächste Woche einen Ausbruch machen, reißt vielleicht 50 Meter Straße Ihres Straßenbildes auf, gehen Sie hin, vor der Maßnahme, nach der Maßnahme. Dokumentieren Sie diesen einzelnen Abschnitt, das heißt, Sie wissen, wie hat es vorher ausgesehen, wie sieht es hinterher aus. Und wenn es dann hinterher Diskussionen gibt, weil es eben nicht so aussah wie vorher, Sie haben es dokumentiert, Sie haben es gespeichert und es ist Ihre Freiheit, die wir Ihnen geben. Gleichzeitig, was dahinter steckt, ist natürlich eine objektive Auswertung, die Sie von uns erhalten. Objektiv daher, dass wir mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz unsere Bewertung vornehmen. Sie können also guten Gewissens in den Gemeinderat reingehen und sagen, Sie haben es extern vergeben, ein Externer hat diese Bewertung vorgenommen. Und das ist auch der Grund, warum man objektiv darüber reden kann, welche Straße als nächstes saniert wird. Genauso gut decken wir diesen Bereich der turnusmäßigen Streckenkontrolle ab. Da gehen wir sehr tief in dieses Thema Verkehrssicherungspflicht. Ich war im Prinzip fast überall in Deutschland unterwegs. Ich habe mich mit großen Städten getroffen, Smart Cities. Bei denen ist es tatsächlich immer noch teilweise der Fall, dass sie 10 Streckenkontrolleure dauerhaft im Einsatz haben, die mit Stift und Papier unterwegs sind und tagtäglich nichts anderes machen, als eventuell kleine Schäden zu notieren. Nachdem sie das gemacht haben, kehren sie zurück ins Rathaus, in ihr Büro und übertragen die Daten in Excel-Tabellen, verknüpfen das vielleicht mit schlecht geschossenen Fotos ihrer Kamera und dann gehen diese Informationen irgendwo quer durchs Rathaus, gehen verloren, man hat Probleme bei Abstimmungsprozessen. Wir sagen, das muss nicht sein. Wechseln Sie mit uns in die digitale Welt. Ihr Smartphone immer zur Hand, ein Foto geschossen, das Ganze ist georeferenziert, Sie haben alle Gefahrenstellen direkt hinterlegt und die landen auch in unserem System. Genauso bietet unser System natürlich eine Möglichkeit zur Sanierungs- und Unterhaltungsplanung. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben jetzt Anfang Herbst, es geht im Winter hin. Das heißt, Haushaltsgespräche werden jetzt anfangen. Das heißt, Sie machen sich Gedanken, welche Straßen kann man mit dem vorhandenen Budget im kommenden Jahr richten. Machen Sie das bitte mit unserem System. Genauso wie die unterjährige Unterhaltungsplanung. Nehmen Sie sich punktuell diese Stellen raus, Schlaglöcher füllen, Risse füllen und planen Sie es über unser GIS-System. Genauso auch Gewährleistungsfristen von Baumaßnahmen. Behalten Sie diese Baumaßnahmen im Auge. Wenn es nach 3 oder 5 Jahren zu Problemen kommt, Sie haben das Ganze dokumentiert und können dann auch sagen, so sah es aus, so soll es auch aussehen heute noch. Und genauso hat fast jede Stadt oder jede Kommune in Deutschland mittlerweile einen Mängelmelder. Ich bin ganz ehrlich, es sind meistens dieselben 10 Mitarbeiter oder dieselben 10 Bürger, die Schäden melden, aber sie sind in der Pflicht, diesen Schäden nachzugehen. Und was ich Ihnen empfehlen würde mit unseren aktuellen Daten, schauen Sie sich diese Schäden bequem am Rechner an. Sie haben die aktuellen Daten, vielleicht finden Sie einen Schaden eine Straße weiter, der ähnlich aussieht. Fahren Sie nicht wegen einem einzelnen Schaden raus, bündeln Sie das Ganze, bilden Sie Maßnahmenpakete und sparen Sie einfach Zeit. Und letzten Endes natürlich auch Geld. Das klingt jetzt alles ein bisschen viel, aber Sie dürfen durchatmen. Genauso tun es nämlich unsere Kunden auch. Wir nehmen alle unsere Kunden an die Hand. Wir haben fähige Kundenbetreuer, Kundenbetreuerinnen, die zum Starttermin bei Ihnen in der Kommune vorbeischauen. Wir machen eine Soft- und Hardware-Schulung, dass in der Praxis wirklich auch gar nichts mehr schiefgehen kann. Im Prinzip ist es sehr, sehr simpel. Einmal das Smartphone hinter der Windschutzscheibe installiert, schon kann der Mitarbeiter eigentlich seine Datensammlung beginnen. Wir nehmen Sie dabei an die Hand. Wir fahren die ersten Meter mit Ihnen gemeinsam, sodass wirklich in der Anwendung überhaupt nichts mehr schiefgehen kann. Und dann erleben wir gemeinsam die Magie von Vialytics. Und wenn ich von Magie spreche, dann spreche ich von Magie, die im Hintergrund passiert. Auf Anwenderseite ist wirklich alles so einfach wie möglich Ihnen dargestellt. Im Prinzip diese gesammelten Daten, alle 4 Meter wird ein Bild geschossen und über den Lagesensor wird die Unebenheit mit aufgenommen. Diese Daten münden bei uns. Wir machen eine Auswertung mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wir haben Algorithmen darauf antrainiert, zu erkennen, wo sich welcher Schaden auf der Straße befindet. Jede Straße wird dann entsprechend gewissen Empfehlungen im Straßenbauwesen eine Note zugeordnet und Sie wissen genau, wo der Handlungsbedarf am größten ist. Das heißt, diese ganze Magie passiert im Hintergrund. Auf Anwenderseite ist es so einfach wie möglich gestaltet.
Und ich denke, das Ergebnis, und das ist sicherlich das Wichtigste bei unserer Lösung, ist natürlich die vollständige Auswertung Ihres Straßennetzes. Und die kann beispielsweise folgendermaßen aussehen. Jetzt haben wir hier mal eine Gesamtübersicht, auch für Laien einfach dargestellt. Also jede Farbe entsprechend der Zustandsnote hinterlegt. Die Zustandsnoten haben Sie hier beispielsweise links im Bild, einmal nach Schulnoten von 1 bis 5. Und jetzt weiß man genau, wo der Sanierungsbedarf am größten ist. Und das vielleicht nicht nur fürs Gesamtnetz, auch für einen kleinen Streckenabschnitt. Man kann jederzeit in der Zeit zurückreisen. Wir empfehlen, machen Sie so viele Befahrungen, wie Sie für nötig halten. Viele Kunden machen es zweimal im Jahr. Viele Kommunen sagen auch, für uns ist es sinnvoll, alle 2 Monate, vielleicht nur einmal im Monat, das gesamte Straßenbild mit aufzunehmen, weil die Daten bleiben gespeichert. Sie können jederzeit in der Zeit zurückreisen. Wissen, wie hat es damals ausgesehen, wie sieht es heute aus. Und zwar nicht nur oberflächlich, so wie Sie es hier sehen, sondern so granular wie möglich. Man kann reinzoomen, bis wir in die Ansicht gelangen. Ich habe es vorher angesprochen. Alle 4 Meter wird ein Bild geschossen, eine Bewertung vorgenommen und Sie sehen wirklich punktuell, wo der Handlungsbedarf am größten ist. Das Ganze, Sie sehen es hier rechts im Bild, natürlich die Bildmaterial ist unabdingbar und wichtig für unsere Auswertung und für Sie natürlich auch. Das Ganze DSGVO-konform, Nummernschilder, Gesichter sind unkenntlich gemacht, so sind sie auch auf der sicheren Seite. Sie könnten jetzt ähnlich Google Street View von Bild zu Bild springen und haben alles nahtlos mit aufgenommen. Sie haben viele Möglichkeiten mit unserem System. Sie können gezielt nach Schäden filtern. Für Sie ist von Interesse, wo haben wir Risshäufung, wo haben wir Schlaglöcher. Gezielt einmal den Filter gesetzt und Sie sehen genau diese Punkte, wo Sie auch entsprechende Schäden hinterlegt haben. Genauso bieten wir natürlich auch in gewissermaßen Sanierungsvorschläge, wo es Sinn macht, mit einem gewissen Budget manche Maßnahmen zu treffen. Und jetzt kommt eigentlich dieser spannende Teil, wenn wir von Maßnahmen reden, weil wir von Vialytics verwenden gern den Spruch, jetzt werden aus den Daten wirkliche Taten. Und auch dafür haben wir eben unser Erhaltungsmanagement mit aufgebaut. Das ist eine Art Planungstool. Sie können hiermit Ihre kompletten Arbeitsabläufe planen. Das heißt, zum einen kann man einmal die strategische Jahresplanung, die vielleicht jetzt zum Herbst oder zum Winter beginnt, damit machen. Sie wissen, okay, welche Straße kann man als nächstes sanieren, wo ist es wirklich sinnhaft. Genauso gut aber auch die operative Unterhaltungsplanung. Das heißt, einmal den Filter gesetzt, nach Rissen geschaut, vielleicht jetzt vor dem Winter nochmal die Risse verfüllt, damit sie im Winter nicht aufbrechen, Schlaglöcher entstehen und die Beseitigung einfach viel teurer ist. Genauso sehe ich den Vorteil auch in der Maßnahmenzuordnung und natürlich auch in der Priorisierung. Je nachdem, wem Sie den Zugang zum System geben, können Sie sehr schnell alle gemeinsam drüber schauen, fachübergreifend im besten Fall, und dann einfach sehr schnell zuordnen, wer ist für was zuständig und welche Maßnahmen sollte man besonders in den Fokus nehmen. Die Gewährleistungsüberwachung lässt sich natürlich mit unserem Planungstool auch sehr gut überwachen. Genauso auch, es ist eine einfache Visualisierung. Es ist keine Rocket Science, es ist für Laien auch einfach dargestellt. Sie haben eine Flächenberechnung, Sie können eventuelle Kosten hinterlegen, Sie sehen genau, welche Straßen im nächsten Jahr anstehen, wie viel Budget vielleicht noch vorhanden ist und dann können Sie natürlich in die Abstimmungsprozesse gehen, fachübergreifend schauen Sie drüber und gucken, was wirklich möglich ist. Wie das Ganze live funktioniert, würde ich gerne Ihnen im Anschluss natürlich noch zeigen. Wir haben externe Runden, wo Sie sich gerne auch mit einwählen können. Da würde ich noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Aber vielleicht weg von der Theorie, zurück zu unserem Kollegen von vorher. Wie holen wir den Kollegen von vorher wieder ins Boot? Und haben wir wirklich mit unserer Lösung seinen Arbeitsalltag schon erleichtert? Ich glaube, ein Stück weit, sicherlich. Aber was ihm jetzt noch fehlt, ist eine Art Werkzeug für die tagtäglich einfallende Arbeit. Und auch dafür haben wir natürlich eine Lösung entwickelt und ist Teil unserer Gesamtlösung. Denn was unser Ziel ist, ist natürlich die Prävention. Aber die Mitarbeitenden müssen auch reagieren können. Und dann haben sie mit uns, mit Vialytics, das passende Werkzeug zur Hand. Das heißt, was Sie machen können, ist, das Smartphone zur Hand zu nehmen, entweder fußläufig im Straßenbild unterwegs zu sein, alles aufnehmen, was Ihnen auffällt. Es muss nicht mit dem Bereich Straße zu tun haben. Es kann Begrünung sein, die ins Straßenbild reinwächst. Es kann ein Spielplatz sein, es können Parkanlagen sein. Alles, was auffällig ist, verkehrssicherheitsrelevant, nehmen Sie es bitte mit auf. Und wenn Sie es noch einfacher machen möchten, nehmen Sie das Smartphone, installieren es hinter der Windschutzscheibe und machen Sie während Ihrer normalen Arbeitstätigkeit, wenn Sie durch Straßenbild durchfahren, Ihnen fällt irgendwas auf. Wir haben das Ganze einfach gelöst. Wir haben eine Art Bluetooth-Button, der mit dem Handy gekoppelt ist. Der wird einmal ans Lenkrad installiert und sobald Ihnen irgendwas auffällig ist, beispielsweise ein Schlagloch vor Ihrem Fahrzeug, drücken Sie einmal den Knopf. Es wird ein Bild, ein georeferenziertes Bild geschossen
Und wenn Sie länger den Knopf drücken, wird eine Sprachnotiz hinterlegt. Und diese Bilder münden eben auch in diesem System, sind für andere auch einsehbar. Und danach kann man sich überlegen, okay, wie priorisiert man diesen gesehenen Schaden und wie geht man in dem Bereich weiter. Das heißt, mit einem Klick ist eigentlich alles dokumentiert. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele unserer Bestandskunden mitgebracht. Also wenn wir mal ganz klassisch rechts oben uns das Bild anschauen, ein Schaukelpferd, wahrscheinlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich sehe zumindest unten an der Feder, die ist schon ein bisschen am Rosten, gerade auf Spielplätzen. Wenn kleine Kinder mit dem Spiel sind, sorgen Sie dort für Sicherheit. Dokumentieren Sie es, bearbeiten Sie diese Fälle am besten so schnell wie möglich. Genauso auch rechts unten, ganz klassischer Fall, jeder von Ihnen wird es kennen, rund um den Gullideckel, es sind Abplatzungen, es wurde wahrscheinlich schlecht verfugt, es ist eine Art Schlagloch entstanden, in dem Fall circa 4 cm tief. Wenn ich selber komme aus Stuttgart, umschaue, gefühlt in der Innenstadt jeder Zweite ist mit einem E-Scooter unterwegs, Inlinern, Fahrradfahrer. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Personen nachts hier durchfahren, mit einem E-Scooter hier hängen bleiben, stürzen, das ist ein Fall fürs Krankenhaus. Und wer ist dann letzten Endes verantwortlich für diesen Schaden? Es ist letzten Endes die Kommune. Sie könnten, wenn Sie einer der Mitarbeiter sind, theoretisch persönlich haftbar gemacht werden. Und das wollen wir dringendst vermeiden. Links unten auch ein typischer Fall, ein ausgeblichenes Verkehrsschild. Ich denke, da geht es einfach darum, dass man das rechtzeitig austauscht, weil wenn man im Dunkeln unterwegs ist, ist die Sichtbarkeit einfach nicht mehr gegeben. Und wenn wir uns hier die Mitte anschauen, ist auch wirklich ein spannendes Beispiel, hochaktuell, Thema Hochwasserereignisse. Einer unserer Kunden hat die Abflussrichtungen sich angezeigt, beziehungsweise sie haben Lebensmittel verwendet, um genau die Flussrichtung bei Hochwasserereignissen darstellen zu können und hat eben genau dokumentiert, wo die Abflüsse sind und kann jetzt eben an den bestimmten Stellen nachbessern. Einmal links oben, scheint ein guter Abend gewesen zu sein, aber die Spuren sind absolut ersichtlich. Da hat jemand den ganzen Müll in der Abwasserrinne hinterlegt. Ich denke, das wäre ein klassischer Fall, wo Sie sagen, schießen Sie ein Foto, schicken Sie es der Stadtreinigung, die kümmert sich sofort drum und dann kann hier an der Stelle auch wirklich nichts mehr passieren. Und so nutzen unsere Kunden unser bzw. ihr Werkzeug. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum wir bereits deutschlandweit über 150 Kommunen und Landkreise überzeugen können. Wir sind die Lösung am Markt, die für jede Kommune geeignet ist. Unser größter Kunde, die Stadt Prag, hat 4000 Kilometer Straßen. Natürlich sieht die Nutzen in unserem System. Aber genauso gut betreuen wir auch Kommunen der Größe. Ich glaube, unsere kleinste Kommune hat knapp über 1000 Einwohner, 11 Kilometer Straßennetz, wo Sie sich vielleicht denken, lohnt sich das wirklich? Unser Kunde sagt ja, weil kleine Kommune noch weniger Personal. Teilweise genauso viele Aufgaben, mit uns endlich digital. Und was man dazu sagen muss, wenn man sich den Markt anschaut, wir haben einfach einen konkurrenzlos fairen Preis im Vergleich zu der Leistung, die wir bieten. Wir sind ein Gesamtsystem und wir bieten eine rundum Kundenbetreuung. Und die geht über den Starttermin hinaus. Unsere Kundenbetreuer, Kundenbetreuerinnen sind sehr eng am Kunden dran. Wir versuchen, dass wir mindestens einmal im Jahr bei Ihnen vor Ort vorbeischauen, schauen, wie ist bei Ihnen die Lage, wie zufrieden sind Sie mit unserem System, gibt es Verbesserungswünsche. Natürlich wünschen wir uns nur zufriedene Kunden. Aber zufriedene Kunden bringen einen natürlich langfristig auch nicht weiter. Wir sind angewiesen auf Ihren Input, damit wir wissen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen und ob unsere Entwicklung auch genau das ist, was unsere Kunden möchten. Und vielleicht beim Thema Weiterentwicklung hat jeder Bestandskunde den Vorteil, dass die Weiterentwicklungen für Sie kostenlos sind. Wir sind ein dynamisches Team. Wir entwickeln sehr schnell. Wir haben viele Sachen in der Pipeline, die natürlich die Bestandskunden als erstes bekommen und davon profitieren. Und ich denke, was man abschließend sagen kann, dass wir eben eine All-in-One-Lösung sind, die nicht nur eine Straßenzustandserfassung bieten. Wir bieten die Streckenkontrolle, man hat eine Möglichkeit, die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten und wir bieten Erhaltungsmanagement. Und das alles aus einer Hand. Das war eben auch einer der Gründe, warum ein Beispielkunde, die Stadt Hockenheim, wir haben ein kleines Zitat vom Oberbürgermeister Markus Zeitler, sich für unser System entschieden hat. Sein größter Mehrwert, er sieht den Mehrwert natürlich in der objektiven Erfassung der Daten. Er kann jetzt endlich in den Gemeinderat reingehen, zusammen mit seinen Bauabteilern, mit den Baubetriebshofskollegen und kann hinstehen und sagen, das ist der Grund, warum er eben an dieser Stelle tätig werden und nicht an anderer Stelle. Man hat einfach jedes Jahr ein gewisses Budget
Und wir finden, und natürlich Markus Zeidler auch, dass das Budget bestmöglich eingesetzt werden soll. Und natürlich, wenn man sich das Bild anschaut, wir haben uns auch nicht nehmen lassen, eine kleine Runde auf dem Hockenheimring zu drehen. Ich kann Ihnen versichern, der Ring ist sicher, genauso sind es auch die anderen Straßen in Hockenheim. Alles im Dienste sicherer Straßen natürlich. Die Anwendungsfälle, wo Vialytics zum Zuge kommt, sind natürlich unglaublich vielseitig. Wir sind überzeugt, dass jeder der hier aufgeführten Fachbereiche einen gewissen Mehrwert für sich ziehen kann. Wir sind nicht nur eine Lösung für den Tiefbau. Auch der Hochbau ist froh über diese Bilddaten, die wir generieren. Die Bauverwaltung an sich, genauso wie das Grünflächenamt. Bauhof, einer der ersten unserer Nutzer. Oftmals auch derjenige, der verantwortlich ist für die Streckenkontrolle, für die Verkehrssicherungspflicht. Und natürlich hinterher für die Beseitigung der Schäden. Das heißt, die profitieren enorm von unserer Lösung. Die Stadtreinigung, sicherlich auch, Geoinformation. Es gibt viele Kommunen, die auch dem Ordnungsamt einen Zugang zum System geben, um eben verkehrssicherheitsrelevante Ecken ausfindig zu machen, Gefahrenstellen zu identifizieren. Und da sind wir sehr schnell auch wieder in diesem Bereich Straßenverkehrsrecht. Aber, was man wirklich sagen muss, die größten Fans unter unseren Kunden sind natürlich Bürgermeister, die Politik, die Gemeinderäte, die Bürger an sich. Weil jeder profitiert von sicheren Straßen. Man kann endlich sachlich in die Gemeinderatssitzung reingehen, sachlich darüber sprechen, welche Maßnahmen als nächstes getroffen werden. Und letzten Endes kann man so natürlich auch, wenn man präventiv arbeitet, Geld sparen. Und glauben Sie mir, der Kämmerer wird darüber am meisten zufrieden sein. Genauso das Bildmaterial für Stadtmarketing oder Digitalisierungsbüros, die freuen sich natürlich über diese Daten, die gesammelt werden. Unser übergeordnetes Ziel ist und bleibt, Ihre Straßen sicherer zu machen, als sie es jemals waren. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch ein wenig in die Thematik tiefer mit eingehen oder einsteigen möchten und das System einmal live erleben möchten, würde ich Sie gerne einladen in die externe Runde im Anschluss. Oder ansonsten laden Sie meine Kolleginnen, meine Kollegen oder eben mich in Ihr Rathaus ein und wir zeigen Ihnen, wie wir Ihre Straßen eben auch sicherer machen. Vielen Dank.